Es war Silvesterabend. Ich, Christoph, hatte an diesem Tag keine besonderen Pläne, da meine Freunde bereits anderweitig verabredet waren. Deshalb entschied ich mich spontan, in eine Kneipe zu gehen und mir ein Bier zu gönnen. Die Kneipe, ein wenig abseits der Hauptstraßen gelegen, bot eine gemütliche Zuflucht vor dem Festtrubel. In dieser angenehmen Atmosphäre ließ ich mich nieder und verbrachte dort einige Zeit, während ich die Gesellschaft um mich herum beobachtete. Während ich dort saß und mein Bier genoss, hörte ich ein paar ältere Männer am Nachbartisch über eine lokale Legende sprechen. Sie erzählten von einem geheimnisvollen Feuerwerk, das angeblich nur einmal alle 100 Jahre erschien. Laut ihrer Erzählung brachte dieses Feuerwerk demjenigen, der es sah, unvorstellbares Glück. Ich musste lächeln über ihre lebhaften Geschichten und die Art, wie sie sich gegenseitig zu überbieten versuchten. Ich war nie besonders von Legenden oder Aberglauben fasziniert, doch die Geschichte weckte meine Neugier. Es wäre sicher interessant, Zeuge eines solchen Ereignisses zu werden, dachte ich. Ohne groß darüber nachzudenken, zahlte ich mein Bier und verließ die Kneipe, um meinen Weg fortzusetzen. Nachdem ich die Kneipe verlassen hatte, mischte ich mich unter die Menschen, die sich auf den Straßen für die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten versammelten. Überall herrschte eine erwartungsvolle Stimmung, aber ich hielt mich eher im Hintergrund. Die Geschichte der Männer über das mysteriöse Feuerwerk hatte ich innerlich belächelt. Als Realist glaubte ich nicht an solche Legenden, ich erinnerte mich an ihre Worte, während ich durch die Straßen schlenderte, und konnte nicht umhin, über die Leichtgläubigkeit mancher Leute zu schmunzeln. Die Vorstellung, dass irgendwo in dieser Stadt ein magisches Feuerwerk stattfinden sollte, erschien mir eher amüsant als realistisch. Meine Schritte führten mich durch verwinkelte Gassen und an ehrwürdigen Gebäuden vorbei, deren Mauern Geschichten aus vergangenen Zeiten zu erzählen schienen. Schließlich gelangte ich zu einer verlassenen, weiten Fläche, die irgendwie aus der Zeit gefallen und von der hektischen Entwicklung der Stadt unberührt geblieben war. Während ich dort stand, umgeben von der Stille und weit entfernt vom Lärm der feiernden Menschen, ließ ich meine Gedanken schweifen. Irgendwie zog es mich an diesen Ort, obwohl ich die Geschichte, die ich in der Kneipe gehört hatte, insgeheim belächelte. Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn an dieser Stelle tatsächlich das legendäre Feuerwerk erscheinen würde. Ein Gedanke, der mir zwar absurd erschien, aber dennoch einen gewissen Reiz hatte. Obwohl ich die Legende zunächst belächelt hatte, konnte ich eine gewisse Faszination dafür nicht leugnen. Dort auf der verlassenen Fläche stehend, um Mitternacht, beobachtete ich, wie die ersten Feuerwerke in der Stadt den Himmel erhellten. Plötzlich begann an der Stelle, an der ich stand, ein zartes Leuchten. Es startete klein, fast unscheinbar, doch dann wuchs es allmählich in seiner Intensität. Die Farben wurden immer lebendiger und die Muster zunehmend hypnotischer. Es war, als würde das Licht direkt aus der Tiefe der Legende emporsteigen und sich vor meinen Augen zu einem spektakulären Schauspiel entfalten. Ich stand da, völlig verblüfft, und konnte kaum glauben, was sich vor meinen Augen abspielte. Das Licht, das zunächst nur ein schwaches Flackern war, hatte sich zu einem atemberaubenden Feuerwerk entwickelt, das den nächtlichen Himmel in ein Meer aus Farben tauchte. Ich sah mich um, aber es gab keinen Hinweis darauf, wer oder was dieses Feuerwerk entfacht haben könnte. Die Gegend war verlassen, kein Mensch weit und breit, der für diese Erscheinung verantwortlich sein könnte. Das Leuchten nahm an Intensität zu, und die Muster wurden immer komplexer. Ich spürte, wie sich eine Gänsehaut über meinen Rücken ausbreitete, nicht nur wegen der Kälte der Nacht, sondern auch wegen der Unglaubwürdigkeit des Moments. Hier, an diesem verlassenen Ort, erlebte ich ein Feuerwerk, das scheinbar aus dem Nichts entstanden war, ein Phänomen, das jeglicher Logik und Erklärung trotzte. Das Feuerwerk, das anfangs so schön und großartig erschien, nahm plötzlich eine unheimliche Wendung. Die bunten Lichter stiegen weiter in den Himmel, und als sie explodierten, offenbarten sie eine blendende, doch zugleich schaurige Schönheit. Zu meinem Entsetzen formten sich die Lichter nicht zu den üblichen Mustern, sondern zu einem gruseligen Gesicht, das sich am Himmel abzeichnete und direkt auf mich herabschaute. Es war,
als ob das Feuerwerk ein Eigenleben entwickelt hatte, eine düstere Präsenz, die mich aus den Tiefen des Nachthimmels beobachtete. In dem Moment, als das gruselige Gesicht am Himmel erschien, überkam mich ein seltsames Gefühl der Zeitlosigkeit. Es war, als hätte die Welt um mich herum aufgehört zu existieren, und ich stand da, unfähig mich zu bewegen oder auch nur einen Gedanken zu fassen. Eine beklemmende Stille umgab mich, durchbrochen nur von dem leisen Zischen des Feuerwerks. Die Lichter, die jetzt in wirbelnden Mustern um mich herum tanzten, schienen nicht mehr Teil eines gewöhnlichen Feuerwerks zu sein. Sie bewegten sich synchron und zielgerichtet, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft gelenkt. Diese Lichter begannen, mich zu umhüllen, als ob sie eine Brücke zwischen mir und einer anderen Welt bilden würden. Während ich dastand, inmitten dieses übernatürlichen Schauspiels, hörte ich ein leises Flüstern. Es war, als ob die Lichter selbst zu mir sprachen, Geheimnisse flüsternd, die jenseits meiner Vorstellungskraft lagen. Sie erzählten von Vergangenheit und Zukunft, von Dingen, die waren und die noch kommen würden. Es war eine Sprache aus Licht und Schatten, schwer zu verstehen, doch tief in mir spürte ich, dass diese Botschaften bedeutungsvoll und mächtig waren. Diese Erfahrung stand im Widerspruch zu allem, was ich bis dahin für möglich gehalten hatte. Ich fühlte mich gefangen zwischen Faszination und Furcht, unfähig zu entscheiden, ob ich Zeuge eines Wunders oder eines Albtraums war. Während ich von den flüsternden Lichtern umgeben war, kam mir eine erschütternde Erkenntnis. Das Feuerwerk, das sich vor meinen Augen abspielte, war nicht einfach nur ein Schauspiel aus Farben und Licht. Es war ein Tor, ein Übergang zu einer anderen Welt. Einer Welt, die jenseits unserer alltäglichen Realität lag. Diese Welt war bevölkert von Geistern und durchzogen von ungelösten Geheimnissen, die sich weit über mein Verständnis hinaus erstreckten. Es war, als hätte ich einen Blick in einen verborgenen Bereich der Existenz erhascht. Einen Ort, wo die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwommen waren. Die Geister, die in dieser Welt lebten, schienen durch das Feuerwerk zu mir zu sprechen, ihre Geschichten und Rätsel mit mir zu teilen. In diesem Augenblick fühlte ich mich zugleich verloren und verbunden mit etwas viel Größerem als meiner eigenen Existenz. Die Erfahrung war überwältigend und tiefgreifend, eine Offenbarung, die meine Sicht auf die Welt und das Leben verändern würde. Nachdem das letzte Licht des Feuerwerks erloschen war, stand ich erschöpft am Rande des Platzes. Ich fühlte mich, als hätte ich eine Ewigkeit in einer anderen Welt verbracht. Die Stille um mich herum war erdrückend und ich konnte kaum glauben, was ich gerade erlebt hatte. Alles erschien unwirklich, fast wie ein Traum, doch die Nachwirkungen dessen, was ich gesehen und gefühlt hatte, waren unverkennbar real. In diesem Moment, da ich dort stand, war mir klar, dass sich etwas grundlegend verändert hatte, in mir und vielleicht auch in der Welt um mich herum. Auf meinem Weg nach Hause fühlte ich mich völlig erschöpft, als hätte ich eine Reise durch unzählige Welten hinter mir. Jeder Schritt war mühsam und ich spürte tief in mir eine Veränderung, die ich nicht in Worte fassen konnte. Es war, als hätte das Feuerwerk eine Tür in meinem Bewusstsein geöffnet. Plötzlich war es mir möglich, die Geister der Vergangenheit um mich herum wahrzunehmen und auf eine Weise mit ihnen zu kommunizieren, die jenseits der gewöhnlichen Erfahrung lag. Die Stadt, die ich als lebendig und pulsierend gekannt hatte, offenbarte sich mir nun als ein Ort voller verborgener Geschichten und vergessener Seelen. Jedes Gebäude, jede Straße schien eine eigene, tiefe Geschichte zu erzählen, die bislang im Verborgenen lag. Es war eine überwältigende und zugleich beunruhigende Erfahrung, die mein Verständnis von Realität und Zeit grundlegend veränderte. Meine Neugier war der Auslöser für diese ungewöhnliche Erfahrung, die mein Leben nachhaltig verändert hat. Jetzt, da ich mit dieser unerwarteten Gabe konfrontiert bin, empfinde ich es als eine schwere Bürde. Jedes Jahr an Silvester suche ich nach ähnlichen Feuerwerken, nicht aus einem Verlangen nach Wiederholung des Erlebten, sondern weil ich mich gezwungen fühle, einen Weg zu finden, die Seelen, die mir nun sichtbar geworden sind, zu erlösen. Diese Aufgabe, die mir wider Willen zugefallen ist, treibt mich an, fortwährend nach Antworten und Lösungen für die Rätsel und Geheimnisse zu suchen, die sich mir offenbart haben.